Hallo meine lieben Freunde, hier ist wieder Michael Kant mit Klartext. Gleich zu Beginn, bitte abonniert meinen Telegram-Kanal, weil YouTube hat meine Reichweite eingeschränkt. Hatten die Videos früher 50 bis 100.000 Abrufe, sind es jetzt noch zwischen 4 und höchstens mal 10.000. Also bitte schlagt denen ein Schnäppchen, empfehlt meinen Kanal weiter, dass immer mehr Leute dann auch meine Videos anschauen. Es geht nicht um mich, es geht um die Sache. Und ein heutiges Thema, ich habe mir mal die globale Geschichte der Konzentrationslager angesehen. Und ich wiederhole, es geht nicht um die Vernichtungslager wie Auschwitz oder Treblinka. Es geht um Konzentrationslager. In der Anklageschrift im Nürnberger Prozess hieß es im Zusammenhang mit den Konzentrationslagern dann auch, ich zitiere, um ihre Herrschaft gegen Angriffe zu sichern und dem deutschen Volke Furcht einzuflößen, wurde von den Nazi-Verschwörern eine Methode der Terrorisierung wirklicher und vermeintlicher oder verdächtiger Gegner des Regimes erfunden und ausgebaut. Zitat Ende. Das ist so nicht richtig, denn KZs wurden nicht von den Nationalsozialisten erfunden. Sie existierten nämlich in ganz verschiedenen politischen Systemen schon lange bevor Hitler an die Macht kam. Dies widerlegt übrigens auch die These, dass die Existenz dieser Lager eine Eigenheit totalitärer Regime sei. Im Gegenteil, die Errichtung von KZs und Internierungslagern tauchte als weltweite Konstante auf, auch in vermeintlich demokratischen oder demokratisch geführten Ländern. Ich gebe euch ein paar Beispiele. Spanien, Kuba. Die erste organisierte und massive Konzentration von Zivilisten wurde von Seiten der Spanier durchgeführt, und zwar im Verlauf des kubanischen Befreiungskrieges 1895 bis 1898. Hier wurde zum ersten Mal der Begriff Konzentration, genauer gesagt Rekonzentration, gebraucht. Die Lager auf Kuba galten als Inspirationsquelle für die britischen Lager in Südafrika. Das bestätigte Emily Hobhouse, die Gattin eines britischen Abgeordneten, in ihrem Buch The Brunt of the War and Where It Fell. Ich zitiere: Auf Antrieb von Lord Roberts und Lord Kitchener hat England die Politik der Spanier übernommen, allerdings nicht ohne die Methoden noch zu verfeinern. Sie haben ihr Siegel unter ein abscheuliches System gesetzt. Zitat Ende. Sie meinte damit die Konzentrationslager. Der spanische Diktator Francisco Franco ließ in den späten 1930er Jahren ebenfalls Lager errichten. Insgesamt waren es 45 Lager und 50 weitere sogenannte Arbeiterbataillone. Schätzungen zufolge durchliefen 700.000 Menschen die Lager des Franco-Regimes. Ich habe es bereits erwähnt, auch die Briten errichteten Lager, namentlich und vor allem verantwortlich dafür ist Lord Herbert Kitchener, ein britischer Kriegsminister im Ersten Weltkrieg. Er wollte seine Gegner im südafrikanischen Burenkrieg mit Konzentrationslagern in die Knie zwingen. Etwa 10% der burischen Bevölkerung starben in den englischen Konzentrationslagern, darunter viel mehr Kinder und Frauen als Männer. Am 29. September schrieb die bereits erwähnte Emily Hobhouse einen offenen Brief an einen hohen Beamten des britischen Kriegsministeriums. Ich zitiere: In den Lagern sind mehr erwachsene Buren ums Leben gekommen als auf dem Schlachtfeld und 4-mal so viele Kinder. Zitat Ende. Aber auch auf Zypern gab es Konzentrationslager. Jüdische Überlebende des Holocaust, die illegal nach Palästina einreisen wollten, wurden kurz nach Ende des Zweiten Weltkrieges von den Briten aufgegriffen und in Zypern in Lager interniert. Dort herrschten oft sehr schlechte Bedingungen. Insgesamt drängten sich rund 22.000 jüdische Flüchtlinge, unter anderem aus dem KZ Auschwitz, hinter den Stacheldrahten der britischen Lager. Darunter waren 2.000 Kinder. Zwischen August 1946 und Mai 1948 lebten in den Lagern 51.530 Juden. Es kam auch zu Unruhen und die Bewacher schossen auf die Gefangenen. Es gab Verletzte und Tote. Also die bedauernswerten Juden, die schon in Auschwitz interniert waren, wurden dann von den Briten in Zypern wieder interniert. Genau das gleiche in Palästina von den
von den Briten. Von den Briten des Terrorismus verdächtigte Juden oder illegale Einwanderer, darunter ebenfalls KZ-Überlebende, wurden im britischen Mandatsgebiet Palästina ebenfalls in Internierungslager gesteckt, etwa in Latrun oder At-Lit. Es geht weiter. Die ersten Konzentrationslager in der neuen Welt in den USA entstanden schon im amerikanischen Bürgerkrieg 1861 bis 1865, zum Beispiel die Lager Andersonville und Salisbury von Südstaatern errichtet oder Elmira von Nordstaatern erbaut. Aber auch im Zweiten Weltkrieg wurden Unschuldige in den USA in Lager interniert. Auf US-Staatsgebiet lebten im Jahr 1940 fast 240.000 Japaner. 77.000 von ihnen besaßen die amerikanische Staatsbürgerschaft. Nach dem japanischen Angriff auf Pearl Harbor wurden viele von ihnen festgenommen. Auch in Kanada gab es sogenannte Japanerlager. Rund 800 Personen, die als gefährlich eingestuft wurden, kamen in die Lager Petawawa und Engler in Ontario. Diese waren ebenso mit Stacheldraht und Wachturmen umgeben. Auch in Australien gab es Konzentrationslager. Als Mitglied des britischen Commonwealth errichtete auch Australien Lager, und zwar in Hay und Tatura, ebenfalls das sogenannte Loveday Camp im Süden des Landes. In den Lagern wurden rund 17.000 Menschen interniert, auch Japaner, nachdem diese in den Krieg eingetreten waren, zudem Italiener, die in Nordafrika in Gefangenschaft getreten waren. Auch in Frankreich wurden ab dem 1. September 1914 Staatsangehörige feindlicher Länder sowie Prostituierte und Vorbestrafte jeder Nationalität interniert. Im Elsass und im Departement Moselle wurden alle Familien, aus denen ein Mitglied einem deutschen Einberufungsbefehl gefolgt oder dessen nationale Gesinnung unbekannt oder zweifelhaft war, interniert. Etwa 50% der Elsass-Lothringer und 90% der Staatsangehörigen feindlicher Mächte kamen so in französische Konzentrationslager. Es wurden über 50 davon eingerichtet und etwa 60.000 Menschen festgenommen. Im Zweiten Weltkrieg richteten die Franzosen ebenfalls Lager ein, und zwar für Deutsche, aus dem Saarland oder aus Danzig stammend. Es geht weiter. Die Grande Nation Frankreich unterhielt bereits 1939 verschiedene Internierungs-, Isolation- und Arbeitslager in Nordafrika, vornehmlich in Marokko und Algerien, deren Insassen Kommunisten aus den besagten Ländern, aber auch spanische Internierte waren. Diese Lager gehörten zu den härtesten, die Frankreich errichtet hatte. Schätzungen zufolge fanden insgesamt 14.000 Internierte den Tod. Und weiter geht es mit den Konzentrationslagern, die heute verschwiegen werden. Auch der portugiesische Staat unter dem diktatorischen Ministerpräsidenten Antonio de Oliveira Salazar errichtete auf den Kapverdischen Inseln, die damals noch eine portugiesische Kolonie waren, das Konzentrationslager Tarrafal und das Arbeitslager Santa Catarina, in denen unmenschliche Bedingungen herrschten. Weiter geht's. Bulgarien. Über das KZ-System in Bulgarien ist wenig bekannt oder wird noch unter Verschluss gehalten. Fakt ist, dass der Vorschlag zur Isolierung der Gegner der kommunistischen Revolution, Arbeitslager einzurichten, zum ersten Mal am 16. November 1944 auf der Sitzung des Zentralkomitees der bulgarischen Arbeiterpartei gemacht wurde. Im Dezember 1944 wurden dann Lager für Kriminelle, asoziale Prostituierte und politische Gegner installiert. Perfide, diese Lager wurden unter dem Namen Heim für Erziehung durch Arbeit verharmlost. Doch in den Lagern wurde ausgepeitscht, geschlagen, geprügelt, wie ehemalige Häftlinge später zu Protokoll gaben. In den Kriegsjahren existierten etwa 30 KZ in Bulgarien. Anfang der 1950er Jahre waren es insgesamt 76, wenn man die angegliederten Lager mit einberechnet. Die Schätzungen der Gesamtzahl der Häftlinge variiert zwischen 23.000 und 100.000 Menschen. Und weiter geht es.
Archivmaterial und Zeugenaussagen dokumentieren die Existenz von 25 türkischen Konzentrationslagern, die zum Teil am Euphrat lagen. Sie waren für die Internierung des armenischen Teils der Bevölkerung eingerichtet worden. Man nannte sie auch riesige Sterbeheime oder Vorkammern des Todes. Auch in Russland, das ist ja allgemein bekannt, gab es Konzentrationslager. Diese wurden 1918 eingeführt. Die KZ waren aber schon unter der zaristischen Regierung errichtet worden. Das wissen viele nicht. Damals trugen die Häftlinge als Zeichen ihres sozialen Ausschlusses ein kleines rechteckiges Stück Stoff auf den grauen Häftlingskleidern. Ein rotes Rechteck für Mörder und politische Gefangene, ein schwarzes für Diebe. Später wurde diesem Zeichen abgeschafft. Es blieb nur noch das Stoff Karo. Eines bezeichnete einen Verbannten, zwei einen Zwangsarbeiter. Die Gesamtzahlen der Gefangenen in den Jahren 1939 bis 1947 wurden von der UdSSR auf jährlich 1,5 bis 2 Millionen angegeben. Olga Satunow-Wjaska, die später eine Untersuchungskommission angehörte, versicherte einen KGB-Bericht gelesen zu haben, in dem die Anzahl der Opfer der Säuberungen zwischen 1935 und 1941 auf 20 Millionen veranschlagt wurde, von denen 7 Millionen hingerichtet wurden. Auch in Österreich gab es Konzentrationslager, und zwar bevor Hitler den Anschluss vollzogen hat. Und zwar auch von der Regierung Dollfuß waren Konzentrationslager, verschleiert Anhaltelager benannt, errichtet worden. Man erließ sogar ein Verbot der Verwendung des Begriffes Konzentrationslager. Insbesondere wurden Nationalsozialisten und Sozialdemokraten eingeliefert. Bekannt und berüchtigt war das Lager Wöllersdorf, Bezirk Wiener Neustadt. Folgende Staaten hatten ebenfalls Konzentration-, Arbeits- und Internierungslager: Tschechoslowakei, Polen, Ungarn, Jugoslawien, Rumänien, Albanien, Griechenland, Algerien, Vietnam, China, Laos, Kambodscha, Nordkorea, Indonesien, Kuba, Chile, Argentinien, Libyen, Sudan, Kongo, Angola, Tschad, Somalia, Uganda, Ruanda und so weiter. Ihr seht also, viele, viele andere Staaten, auch demokratisch geführte Staaten, hatten Konzentrationslager errichtet. Es war keine Erfindung der Nationalsozialisten. Das ist wiederum keine Beschönigung, es ist eine Richtigstellung. Und wenn ihr das genau nachlesen wollt mit den Quellen, Adolf Hitler, eine Korrektur, Band 2, hier geht es auch um die Errichtung von Konzentrationslagern und die Quellen sind dort angegeben über alles, was ich heute in diesem Video gesagt habe. Ihr könnt auch mein neues Buch kaufen, Deutschland muss vernichtet werden. Es ist ein Andenken an unsere Großväter und unsere Großmütter. Wenn ihr an diesem Andenken teilhaben wollt oder wenn vielleicht sogar noch ein Großvater oder eine Großmutter lebt, dann könnt ihr jenen auch dieses Buch geben und vielleicht finden sie sich ja wieder in den Zeitzeugenberichten, die ich dokumentiere und sagen, ja, genau so ging es mir auch. Dieses Buch ist nicht für mich geschrieben. Dieses Buch ist geschrieben als Andenken für unsere Toten, als Andenken für unsere Großmütter und unsere Großväter. Wenn ihr daran teilhaben wollt, könnt ihr dieses Buch erwerben. Ich wiederhole noch einmal, bitte abonniert meinen Telegram-Kanal und empfehlt mich weiter. Alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Michael Grant.